An unserem dritten Besichtigungstag in Jordanien verabschieden wir uns nun endgültig von unserem Stützpunkt in Amman und fahren knapp 40 Kilometer in südwestlicher Richtung zu der berühmten Pilgerstätte Berg Nebo am Rande des Steilabfalls zum Jordantal und Toten Meer. In flotter Fahrt nähern wir uns dem Höhenrücken, von wo aus sich schon bald von unterwegs erste Ausblicke in das darunter gelegene Tiefland ergeben. Dann haben wir den Berg erreicht, den zahlreiche Besucher aus aller Welt aufgrund seiner religiösen und historischen Bedeutung aufsuchen. Laut Bibel handelt es sich um den Ort, wo Moses stand und über das gelobte Land schaute, welches er niemals betreten sollte und wo er vermutlich starb, nachdem er es gesehen hatte. In nördlicher Richtung blickt man aus ca. 800 Meter Höhe zunächst auf das nach Westen hin abfallende Hochland. In westlicher Richtung eröffnet sich schließlich der Ausblick auf das damalige gelobte Land mit dem Jordantal und dem am linken Bildrand noch schemenhaft erkennbaren Toten Meer. Am Aussichtspunkt symbolisiert ein Monument des italienischen Bildhauers Giovanni Fantoni die biblische Geschichte, laut derer Moses das ungehorsame Volk mit Hilfe der bronzenen Schlange auf dem Stab vor den Schlangenbissen schützte, die als Strafe Gottes für den fehlenden Glauben vorgesehen waren. Auch Papst Johannes Paul II. Stand im Jahr 2000 an dieser Stelle, um die historische Bedeutung des Ortes zu würdigen, und pflanzte zum Gedenken einen Olivenbaum, der inzwischen zu stattlicher Größe herangewachsen ist. Ein Monolith im Eingangsbereich erinnert an den Papstbesuch, der 9 Jahre später auch von Benedikt XVI. Wiederholt wurde. Im 4. Jahrhundert entstanden auf dem Berg ein byzantinisches Kloster und eine Kirche, die mehrfach umgebaut wurden. Über deren Grundmauern befindet sich heute eine von den Franziskanern betriebene archäologische Forschungsstation, die nicht nur der Ausrichtung von Gottesdiensten dient, sondern vor allem die Erhaltung der überaus wertvollen byzantinischen Bodenmosaike der antiken Kirche zum Ziel gesetzt hat. In einem benachbarten Interpretationszentrum erstellen Mosaikkünstler Reproduktionen der antiken Originale, aber auch ebenso sehenswerte neue Kreationen. Nach dem hochinteressanten Aufenthalt auf dem Berg Nebo ist nun nichts naheliegender, als auch in der für ihre Mosaikfunde berühmten Stadt Madaba nach weiteren Beispielen dieser Kunst zu suchen. Fündig wird man diesbezüglich zuallererst in der griechisch-orthodoxen Kirche St. Georg, die für das älteste bekannte geographische Bodenmosaik Berühmtheit erlangt hat. Alle Besucher scharen sich hier um eine weltweit einzigartige Darstellung des Heiligen Landes aus dem 6. Jahrhundert, die noch in größeren Teilen erhalten ist und einer ursprünglich byzantinischen Kirche entstammt. Die Himmelsrichtungen entsprechen hierbei der lokalen Ausrichtung, so dass sich Norden auf der Karte links befindet, wie am Beispiel des oben erkennbaren Jordanzuflusses in das Tote Meer leicht nachvollziehbar ist. Nachhaltig beeindruckt verlassen wir diesen denkwürdigen Ort und verschaffen uns nunmehr in einer modernen Mosaikschule Einblick in die heutige Technik der Neuerstellung und Rekonstruktion von Mosaiken. Von Madaba aus wenden wir uns nun ca. 30 Kilometer nach Südosten
um mit der Ausgrabungsstätte von ar-Rasas, einem weiteren Highlight des heutigen Besichtigungstages, zu begegnen. Wir folgen dabei der historischen, bereits im Alten Testament Erwähnung findenden Königsstraße und erreichen bald das Besucherzentrum der archäologischen Stätte von ar-Rasas, die zu unserer Überraschung als Weltkulturerbestätte gelistet ist. Da die Ausgrabungen in der seit dem 8. Jahrhundert vor Christus bestehenden Ansiedlung erst 1989 begannen, ist ein großer Teil des zunächst von Römern und später von christlichen Pilgern genutzten Geländers noch unentdeckt und kaum erforscht. Einen ersten Vorgeschmack darauf, welche Schätze sich hier noch unter dem Wüstensand verbergen, erhalten wir in der sogenannten Löwenkirche, einer der 4 hier gefundenen Kirchen aus byzantinischer Zeit. Da die Forschungsarbeiten noch in vollem Gange sind, müssen wir uns schon etwas als Hobbyarchäologen betätigen, um die noch verborgenen Kunstschätze ans Tageslicht zu bringen. Nur wenige Meter weiter stößt man auf den von einem großen Dach geschützten St. Stephanus-Komplex mit der gleichnamigen Kirche aus dem 8. Jahrhundert, die zweifellos zu den größten archäologischen Schätzen Jordaniens gehört. Fasziniert blicken die Besucher auf den riesigen, perfekt erhaltenen Mosaikboden mit seiner einzigartigen Darstellung befestigter Städte beiderseits des Jordans, symbolische Szenen vom Nil und weiterer Motive. Nach einem kurzen Besuch der Außenbereiche in der Umgebung der Kirche verlassen wir die faszinierende archäologische Stätte und verbringen nun den Rest des Tages mit der knapp 200 Kilometer langen Fahrt in südlicher Richtung nach Wadi Musa, Standort und Ausgangspunkt für die Besichtigung der weltberühmten Felsenstadt von Petra während der folgenden beiden Tage. Kurz vor Erreichen der wohl bekanntesten Sehenswürdigkeit Jordaniens verschaffen wir uns zunächst einmal von einer Anhöhe aus einen Überblick über den Ort Wadi Musa und das dahinter aufragende felsige Bergland von Petra. Im Zentrum bereits deutlich erkennbar ist der dunkle Einschnitt, ein schmaler Canyon, durch den man den Zugang in die felsige Wunderlandschaft erhält. Den heutigen Tag lassen wir jedoch zunächst in unserem Standorthotel für die folgenden 3 Nächte geruhsam ausklingen. Von der Terrasse des Hotels aus genießen wir bereits den Ausblick auf die verlockenden Felsstrukturen und das nahe Besucherzentrum, den Startpunkt unserer nachfolgenden Touren.